Hallo meine Süßen und willkommen zurück. Nicht wundern, ich habe heute Haar auf. Ich bin eine Beachmaus dieser Tage. Das hat unter anderem zu tun mit einem Event, auf dem ich war. Bei der And Just Like That Staffel 3 Premiere. Darüber erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was. Erstmal kommen wir zu den wichtigsten Punkten, denn es gibt dieses Mal wieder ein Gewinnspiel. Es gibt einen Giveaway und zwar einen ziemlich fetten, if I say so myself. Erstmal habe ich die Goodiebag natürlich abgestaubt bei dem Event. Und die ist Teil des Giveaways, aber auch nur ein Teil davon. Ich habe da 2, 3 Sachen rausgenommen, habe mich dann aber schlecht gefühlt. Hier ist immer noch sehr viel drin. Und deswegen habe ich noch ein paar Sachen reingesteckt. Nämlich nicht eine, nicht 2, nicht 3, sondern 4 Anastasia Beverly Hills Paletten. If you remember the glow kits, an Anastasia glow kit was a rite of passage that everyone wanted to be a part of in the beauty community. The cult? Cannot forget about these palettes. Wir haben hier zweimal das Glow Kit, einmal Sugar, einmal Sun Dipped. Und Sun Dipped ist eine bronzigere, dunklere Variante davon. Und Sugar ist so die hellere Maus. Das sind so Highlighter-Paletten, beide. Sehr, sehr schön, sehr, sehr radiant auf der Haut. Dann haben wir einmal die Soft Glam 2 Palette, das ist eine kleinere. Und die große Soft Glam, diese hier. Die 4 gibt es zu gewinnen. Zusätzlich zu den Sachen, die hier noch drin sind, da ist so ein Magic 8 Ball. Wenn ihr die Folge schon gesehen habt, die erste aus der Staffel, dann wisst ihr warum. Es sind ein paar Postkarten, weil Carrie gerade gerne Postkarten schreibt. Wir haben aber auch schokolierten Maiskrokant hier drin. Wir haben Müsli-Riegel, wir haben Kosmetik. Hier gibt es eine Liquid Lipstick von und Gretel. Dann gibt es Cuticle Oil, dann gibt es einen Nagellack in so einer Farbe. Also ja, hier sind ein paar Sachen drin und eine Just Like That Sonnenbrille. Jetzt geht's mal auf für euch. Ja, die haben nur Menschen, die auf dieser Premiere waren. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass die auch mal irgendwas wert ist. So, jetzt. Das könnt ihr gewinnen und zwar relativ simpel. Ihr müsst nur auf mein Instagram-Profil gehen. Das ist dieses Mal nicht bei YouTube, sondern auf Insta. Ihr geht auf mein Insta-Profil und geht da zu dem Post, den ich hier markiere in der Description-Box. Wenn das nicht funktioniert mit der Markierung, dann guckt ihr einfach nach dem Anastasia Beverly Hills Post. Das sind die Teilnahmebedingungen auch schon. Ihr müsst einfach zu dem Post gehen, den liken, darunter was kommentieren und dann nehmt ihr automatisch schon teil. Wenn ihr mich ganz dolle lieb habt, dann könnt ihr das auch noch speichern und an jemand anderen verschicken. Weil das sorgt bei dem Algorithmus dafür, dass dem angezeigt wird, ach, dieser Post ist beliebt, der ist wichtig. Dann pushen wir den so ein bisschen und damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Also ja, das ist der Giveaway. Ihr könnt an dem Gewinnspiel teilnehmen, nur bis Mittwoch, den 4.6.2025. Würde mal sagen, Mitternacht ist Cut-Off-Point. Alle, die bis dahin das gemacht haben, die da kommentiert haben, geliked haben, lalala, nehmen teil. Alle, die danach kommen, tut mir leid, nicht mehr. Und ich werde es wie immer machen. Ich werde einfach den Kommentar dann oben anpinnen und unten drunter kommentieren, dass du gewonnen hast und dann weißt du Bescheid, dann schreibst du mich an, dann gibst mir deine Adresse und ich verschicke auf eigene Kosten das Paket zu dir. So, bums. Das haben wir gemacht. Gewinnspiel ist aus dem Weg. Jetzt erkläre ich, was wir heute machen. Also ja, ich erzähle euch gleich ein bisschen was von der Premiere. Was wir aber auch machen, ist, dass ich den Look, den ich bei der Premiere drauf hatte, nachschminke für euch, weil es haben ganz viele Leute geschrieben, was war denn das, wie hast du das gemacht? Und das Geile ist, ich habe ja neulich schon gesagt, ich würde gerne ein Video machen, vielleicht nur mit Catrice-Produkten und ganz viele von euch haben gesagt, ja bitte mach. Und ich habe tatsächlich den Premieren-Look nur mit Catrice-Produkten geschminkt und das zeige ich euch heute. Also heute ist Full Face of Catrice, finally. Wir machen diesen Bronze-Look von der Sex and the City and Just Like That Premierenparty in Full Catrice and that's what we're doing. So, Gewinnspiel ist aus dem Weg, das ist aus dem Weg, alles klar, ich habe alles erklärt. Luft holen. So, wenn ihr den Insta-Post gesehen habt mit den Fotos, dann wisst ihr, ich war mit Ricardo da. Ricardo war natürlich eingeladen, ich nicht. Ich durfte mitgehen. Bin keiner von diesen Influencern, die so auf Events gehen und sich da irgendwie reinmogeln und dann später überhaupt, ich war eingeladen, es war so toll. That's not me. Ich war da, weil ich gearbeitet habe. So, Ricardo hat mich also wir haben am Tag vor dem Event, haben wir nochmal über den Look gesprochen, was wir machen wollen bei ihm und dann schrieb er mir irgendwie so, hey, übrigens, Dresscode ist Summer in the City, falls du dich darauf vorbereiten willst. Und ich dachte so, fuck, weil Profi, Make-up-Maus, es geht nicht um mich bei dem Event. Ich bin voll drauf eingeschossen, wie mein Client auszusehen hat und was ich für den machen will, wie ich die Haare machen will, wie ich das Make-up machen will, dass ich nicht eine Sekunde daran gedacht habe, wie ich aussehen werde bei dem Ding. Ich habe vergessen, dass ich da ja auch hingehe. Und dann dachte ich, okay, was kann ich machen, was Summer and the City irgendwie transportiert? Und dann dachte ich, okay, also Haare kann ich machen. Ich setze mir beachy surfy Waves auf. Und ich kann natürlich einen Tan haben. So ein glowy Make-up, bronzy, glowy Make-up und einen Tan.
Ich habe verschiedene Produkte, Self-Tan-Produkte. Und das, was ich am liebsten mag, was auch am schnellsten wirkt und den überzeugendsten, schönsten Teint kreiert an mir, das Produkt ist leider ausgelaufen. Und hatte jetzt nur noch meine zwei anderen Safety-Produkte im Schrank. Und das eine davon, da habe ich gedacht, okay, ich benutze das, weil ich glaube, ich konnte mich nicht so richtig gut erinnern, wie das Bräune. Ich glaube, das macht die richtige Portion von Bräune. Und habe das abends aufgetragen, gucke morgens in den Spiegel und es war halt nothing. Also, ne, wo ich Sun Kissed wollte, war das Sun Hugged, Sun angehaucht, Sun something. It wasn't kissed. Ich war nicht braun genug, ich war so ein bisschen so angepustet. Also habe ich gedacht, scheiße, dann muss ich das andere jetzt nochmal drauflegen. Es war aber schon morgens, ne? Und so ein Spraytan braucht ja eine Weile, bis der sich entwickelt hat. Und du musst ja eigentlich auch nochmal duschen, nachdem du den drauf gemacht hast, wenn er sich entwickelt hat, weil ansonsten bist du ja super orange. Der dunkelt ja auf der Haut so krass nach. Dann duschst du es ab und dann ist drunter eigentlich der Teint, den du willst, im Idealfall. Also ja, ich wusste, ich habe jetzt nur noch ein paar Stunden, es muss schnell gehen, der muss super schnell anziehen. Und dann, ne, fingers crossed, dass der nach der Dusche gleichmäßig ist, gut aussieht und intensiv genug ist. Und der war intensiv genug. Let's just say that. Der war intensiv genug. Ich war ein bisschen doppelt geküsst von der Sonne, which is fine. Mir ist es immer sehr wichtig, niemanden zu offenden mit Tanning. Ich weiß, da sind die Sensibilitäten heute empfindlich. Und ne, ich möchte auf gar keinen Fall another Make-up-Artist sein, der in den Verruf kommt oder den Ruf genießt, Blackfishing zu machen, Brownfishing, was auch immer, sich zu sehr zu tannen. That's not what we want to do. I don't want to cosplay as somebody else. Also ja, es ging mir um einen Teint, den ich erreichen könnte, der für mich natürlich auch erreichbar wäre. Sowas wollte ich gerne herstellen. War ein bisschen übers Ziel hinaus, aber nicht dramatisch. Und dann war natürlich die Frage, okay, welche Produkte benutze ich? Ich wollte es intense haben, ich wollte es bronzy haben, es sollte trotzdem Glow, Kontur haben. Nicht shiny, aber radiant. Eben als würde man gerade vom Strand gekommen sein. Ich wollte so ein bisschen Blush hier drüber legen, das so ein bisschen aussieht wie nicht Sonnenbrand, aber so ein bisschen zu lange in der Sonne, dass die Haut so ein bisschen einen Flush hat. Mehr als einfach nur, oh, ich habe mir so ein bisschen Peach auf die Wange oder so, ne? Und dann hatte ich halt diese Catrice-Produkte mir besorgt und in den Wochen vorher echt auch schon viel getragen. Also gerade die Foundations, da kommen wir gleich zu. Echt viel getragen und hatte gehofft, ich finde welche, die dunkler sind. Ich war bei einem Rossmann, ich war bei einem DM und ich war bei Müller. Und Müller hatte noch die größte Auswahl, die größte Gondola mit Catrice-Produkten. Und trotzdem bei den Foundations hört es kurz nach meinem Shade auf. Also ich habe noch nicht mal einen Shade gefunden, der meinem Tan entsprochen hätte. Ich zeige euch jetzt mal hier mein Handgelenk eingeblendet. Links ist der Shade in der HD Cover Foundation, den ich normalerweise trage ohne Tan, wenn ich blass bin. Und rechts daneben ist der dunkelste Shade, den sie in all diesen Filialen hatten. Catrice macht eine relativ Shade-inklusive Auswahl, produziert eine gute Auswahl an diesen Shades. Die Drogerien kaufen die halt einfach nur nicht ein. Die sagen wahrscheinlich, ach nö, wir verdienen mit den 12, noch nicht mal, mit den 6 Shades hellbeige bis dunkelbeige, verdienen wir am meisten Kohle. Das sind unsere meistverkauften Shades. Die anderen kaufen wir gar nicht ein, die kann man online bestellen. Wenn ihr nur diese Shades anbietet zum Swatchen, dann verkauft ihr natürlich auch nur die. Also es wird sich nicht ändern, wenn man nicht mehr anbietet. Und ich meine, wenn man sich diese Gondola mal anschaut, das Überangebot an Augenbrauenprodukten, an Lippenprodukten, an Mascaras, da gibt es irgendwie 20 Mascaras, die da rumstehen, das könnte man alles ein bisschen eindampfen und dafür einfach mal 4 Shades pro Foundation einfach mal und beim Concealer auch dazu puzzeln. Weil, also ich rede hier ja ganz häufig davon, dass wir Shade-inklusiver sein müssen und dass es nicht sein kann, dass People of Color ihre Shades nicht bekommen. Aber wenn nicht mal Icke hier, Kalkleistenmausi, nach einem doppelten Self-Tan keine Shade findet, also nicht, dass es jetzt erst ein Problem ist, weil die weiße Maus ihre Foundation nicht findet im Supermarkt, aber ne, obviously something is not working. Anyway, ich habe dann einfach eine hellere Foundation genommen und habe sie halt dann anders nachgedunkelt mit anderen Produkten. Zu denen kommen wir jetzt. Diesen ganzen Korb hier, das sind alles Catrice-Produkte. Keine Sorge, die werden wir jetzt nicht alle benutzen, aber ich will ein paar davon auf jeden Fall rausstellen und euch zeigen. Also eine ganze Menge tatsächlich. Ich habe nicht alle davon benutzt für den Look, aber ich will trotzdem euch die zeigen, weil changed my entire Make-up Routine. So, sind jetzt in jedem Look, den ich an mir selber mache, dabei. Benutze die ganze Zeit, will die nicht mehr weglegen.
ziehe die meinen teureren Produkten vor. So, that's a little crazy. Hui. So, Make-up ist runter, Haare sind hochgesteckt, aus dem Gesicht weg. Wir fangen jetzt mal an. Das ist, glaube ich, das einzige Produkt auf dem Tisch, das ich noch nicht probiert habe. Das ist ein Primer. Den hatte ich auch bei der Veranstaltung nicht drauf, aber ich habe mir gedacht, ne, wir machen sonst auch immer Primer. Why the fuck not? Was kann schon schief gehen? Das sind natürlich famous last words. Wir haben es hier schon ganz oft schief gehen sehen, weil ich mir irgendwas ins Gesicht geschmiert habe, wo ich dachte, was kann schon schief gehen? Ah, der hat so ein bisschen eine Farbe. Es steht drauf, mit Natural Glow. Das ist für den Look jetzt natürlich auch gar nicht verkehrt, ne, weil wir wollen auch ein bisschen Glow haben. Priming, Hydrating, Anti-Wrinkle, Natural Glow, Anti-Pollution, Anti-Oxidation. Shut up! Pore Minimizing, Evens out Skin Tone, Blurs Imperfection und ein SPF 15 hatte auch noch. So far, so good. Wir kommen zu den Stars zu den ersten Stars. Es gibt mehrere tatsächlich. Und zwar habe ich die Catrice HD Liquid Coverage Foundation, habe ich Leute schon benutzen sehen. Also ich wusste, die hat Coverage. Ich wusste nicht, wie viel. Die habe ich mitgenommen. Und dann habe ich noch die Catrice Invisible Cover Foundation. Bei der hier würde ich denken, das ist eher, also Mattifying steht drauf, Water and Sweat Proof with Niacinamide. Ultraleichte, nicht ölige Foundation mit lang anhaltender hoher Deckkraft. Bei der hier steht drauf Natural Matte Foundation, leichte, langanhaltende Formulierung mit mittlerer aufbaubarer Deckkraft. Also von der hier erwarten wir ein bisschen weniger Coverage als von der. Das ist Rose Beige, das hier ist 42C. Beide saugeile Foundations. Sage ich jetzt schon mal. Ich habe mit der angefangen, habe die aufgetragen und habe wirklich erwartet, ne? Cakiness wahrscheinlich, Full Coverage, irgendwie Weirdness. Habe die aufgetragen und dachte erstmal so, okay, so super Full Coverage finde ich sie gar nicht. Wir machen hier mal so ein paar Drops drauf. Und habe die eingearbeitet, wie ich normalerweise meine Foundations eben so einarbeite, mit einem Pinsel. Ne, ihr kennt das schon, ich mache mir dann hier, arbeite mir die in den Pinsel ein und swipe mir dann so drauf. Und ihr seht, ja, Coverage ist auf jeden Fall da, aber halt null Cakiness. Die ist wirklich super, super, super leicht. Hier haben wir einen Pickel. Kriegt sie auch weg. Super leicht. Fühlt sich an wie gar nichts auf der Haut, also literally nothing. Ich zeige gleich mal einen Trick. Also ich habe sie erst eingearbeitet und die sah schon super aus. Und bin dann mit einer feuchten Puderquaste. Und ihr seht, ne? Also es sieht sowieso schon schön aus. Aber wenn ihr jetzt mit dem Ding hier so drüber geht und das nicht swipen, sondern stippeln wieder, wie mit dem Beauty Blender eigentlich, das so einklopft, ihr seht die Coverage, ihr seht die Mattierung, ne, von der Seite, wo nichts ist, zu der. Die hier ist matter, aber es sieht halt aus wie Haut. That's the crazy thing. Also ich bin sehr verliebt in die. Die hält den ganzen Tag bei mir, die rutscht nicht weg, die sieht abends immer noch mega aus. Ich kann die uneingeschränkt empfehlen, literally. Also ich glaube, auch Menschen mit reifer Haut können die wahnsinnig gut tragen. Ich habe reifere Haut, bei mir sieht die super aus, auch abends noch. Die rutscht in nichts rein, die betont nichts ungünstig. Die Flasche kostet 7 Euro, glaube ich. Incredible. So, wir machen jetzt mal die andere Seite mit der Invisible Cover, weil ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, welche ich lieber mag. Ne, gleiches Spiel, ich nehme einen anderen Pinsel dazu. Ich habe den ja mehrmals. Arbeite mir die wieder auch hier ein. Und ihr seht, auch die hat eine super gute Deckkraft. Bisschen weniger, sieht ein bisschen leichter noch aus, obwohl, ne, die andere wirklich auch schon perfekt ist eigentlich für mich. Von der Coverage und vom Finish. Es ist halt nicht dieses 80er Jahre super staubige, cakey Matt-Ding, sondern es ist ein natürliches Matt, was im Alltag nicht scheiße aussieht, sondern einfach dafür sorgt, dass eben diese ganze Texturgeschichte, die sonst von so Radiant Foundations ungünstig betont wird, bisschen kaschiert wird. Also ja, wenn ihr mir jetzt eine Pistole auf die Brust setzen würdet und sagen würdet, entscheide dich zwischen diesen beiden Foundations, ich könnte nicht sagen, welche ich besser finde. Ich gucke sie mir gleich nochmal super, super close an. Aber
Auch so vom Wear-Test. Ich habe beide gleich getestet über mehrere Tage. Immer wieder morgens drauf den ganzen Tag arbeiten gewesen oder andere Sachen gemacht und abends in den Spiegel geschaut. Und mit beiden war das Ergebnis das gleiche. Die sahen beide abends noch Bombe aus. Nichts weggerutscht, nichts abgenutzt. Crazy. Mattieren die so, dass ich nicht nachpudern muss? Nein. Beide nicht, aber das hat bei mir noch nie irgendwas geschafft. Ich öle einfach so massiv nach irgendwann. Hier in dem Bereich und hier ist einfach so. And that's fine. Das erwarte ich von Foundations auch nicht mehr. Auch nicht von Matten. Ich gucke jetzt mal, welche mir besser gefällt. Ich kann es honestly nicht sagen. Vom Finish her sind sie für mich fast identisch. Beide fucking amazing Foundations. Ich sehe honestly den Unterschied nicht. Kann nicht sagen, die eine ist besser als die andere. They're both kind of doing the same thing and they're doing it beautifully. Also ja, sowohl diese als auch diese kann man beides kaufen. Jetzt habe ich mich mit den Concealern rumgeschlagen und habe überlegt, also die haben eine ganze Menge Auswahl. Ich blende noch mal ein Foto ein von der Gondel. Die haben eine ganze Menge Auswahl auch an verschiedenen Concealern, verschiedenen Formulierungen. Ich habe dann gefragt, welcher am meisten gekauft wird und das ist tatsächlich der True Skin High Cover Concealer, dieser hier. Auch da ist mit der Shade Range das gleiche Thema. 010 Cool Cashmere C, dieser hier, ist eigentlich der einzige, der dezidiert für kühle Untertöne gemacht ist. Und danach wird es dann dünn. Was ich ganz oft mache, wenn ich gebräunt habe, wenn da also mehr Gelb und mehr Orange und so dann auf meiner Haut ist, gehe ich einfach immer 1, 2 Shades dunkler und nehme Neutral Undertone Foundation oder Concealer anstelle von meinen coolen, weil meistens passt das dann mit dem Self-Tan besser. Habe jetzt 032 Neutral Biscuit mir geholt, der ist ein bisschen dunkler und eben neutral. Das hier ist der Doe Foot, der Applikator. Ihr seht, das ist ein sehr dünner Doe Foot. Könnt den super gut abstreichen und habt dann hier so ein echt ein ganz geiles Werkzeug. Was ich an dem liebe ist, weil ich habe ja hier, ihr seht das hier altersbedingt, eine Tiefe in der sogenannten Tränenrinne und jetzt kann ich hier mit der Spitze einfach ganz gezielt ein bisschen Concealer reinlegen, um es da ein bisschen aufzuhellen. Weil das dann optisch, wenn es ausgeblendet ist, wenn da Licht drauf fällt, sieht man die Tiefe nicht mehr so doll, weil ich da was Helles reingemacht habe. Ich will aber nicht wie früher mir so super viel Concealer über das ganze Gesicht schmieren. Ich gehe hier ein bisschen über den Pickel drüber, lege hier ein bisschen was hin, da ein bisschen was. Hier ganz leicht, wo ich noch so ein bisschen Rötung sehe. Und hier unten rein. Eine Sache, die man bedenken muss, wenn man schon ein älteres Gesicht hat, ein älteres Unterauge mit mehr Haut, mit mehr Faltigkeit, das total voller Concealer zu ballern und dann abzupudern und sich dann darüber zu wundern, dass das scheiße aussieht, nicht so klug. Ne? Ich benutze deutlich weniger Concealer als früher. Ich gehe nie mehr mit dem Concealer bis ganz hier oben ran, sondern ich konzentriere ihn wirklich da, wo ich ihn brauche, wo ich eine Aufhellung brauche. Ich nehme so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Das ist ja auch immer mein Mantra bei diesen Dingen. Und seht ihr, ist nicht faltiger als da drüben. That's nice. Auch diese Concealer, super, super lightweight, geile Coverage, wie ihr sehen könnt. Die sind nicht super chalky matt, aber sie sind jetzt auch nicht so radiant, dass es wieder irgendwas betonen würde, was man dann wieder runterpudern muss, was total nerven würde, weil ich will nicht so viel Puder unterm Auge. Tragen sich super leicht, sind waterproof, haben noch Hyaluronsäure mit drin, also pflegen euch auch noch ein bisschen, polstern euch ein bisschen auf. No Creasing, ich habe no fucking Creasing mit denen. Ich habe mit so vielen anderen High-End-Concealern gearbeitet bei meinem Auge und hatte krasses Creasing am Ende des Tages. Nothing mit diesen. Nothing. It's insane. Jetzt sind wir aber natürlich, also ja, es ist alles mehr oder weniger die gleiche Farbe. Ne? Wir haben alles schön abgedeckt. Das ist alles jetzt eine Fläche. Aber es ist halt nicht bronzy. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir den Bronzer da wieder rein, das Sonnengeküsste. Und ich hatte mir 2 verschiedene Optionen gekauft. Einmal hier diesen Melted Sun Liquid Bronzer und einmal diese Magic Shaper Palette. Die Magic Shaper Palette habe ich in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich fast jeden Tag benutzt, because I love it. Ich liebe das Konzept von so einer Face Palette, wo je nachdem zu dem Gesichtston passend Blusher Shades drin sind, Contour Shades drin ist, Bronzer drin ist und sogar noch 2 Highlighter. Die Highlighter hier sind mir leider zu funkelig, zu glitzerig.
Das sind schon nette Töne, die sind hübsch, aber für meine Zwecke, für Alltag sind die mir auf jeden Fall zu glitzerig. Für heute können wir sie vielleicht sogar benutzen. Ich habe sie für das Event nicht benutzt, aber we'll see. Das hier ist, den benutze ich tatsächlich auch zum Color Correcten für Drag mittlerweile. Das in Kombination ist ein ganz guter, wenn man so einen leicht sonnenangebrannten Look schminken wollen würde, könnte man die gut kombinieren. Ich habe die beiden auch benutzt. Wir benutzen sie nachher auf jeden Fall nochmal, um so ein bisschen zu snatchen. Jetzt aber erstmal, um so ein bisschen All-Over-Bronziness ins Gesicht zu bekommen, benutzen wir den. Und den dotten wir uns jetzt hier einfach mal relativ freely over everything. Ihr seht, ich kann das einfach so in alles rein muscheln. Das verblendet sich sofort. Ich bin jetzt natürlich auch schon nicht mehr so tan, wie ich am Tag des Events war. Es ist jetzt 2 Tage später. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nochmal für euch hier nachbronze, aber habe dann gedacht, nee, das ist mir zu kurzfristig. Wer weiß, wie ich dann aussehe. Wenn ich da jetzt nochmal was drauflege, sehe ich irgendwann aus wie Ross in der Friends-Folge, wo er die Self-Tan-Maschine nicht versteht und dann am Ende aussieht wie Martina Big. Das wollen wir nicht. Und jetzt gehe ich hier mit der Magic Shaper Palette ran. Das sind alles Cremetexturen. Der Shade hier ist offensichtlich ein bisschen heller und hat ein bisschen mehr Rot auch drin. Das heißt, der ist für Bronzing ganz gut. Den anderen heben wir uns ein bisschen fürs Konturieren auf. That's nice. Und jetzt nehme ich hier den dunkleren, mache das alles mit demselben Pinsel, because why not? Arbeite mir das aber ein, ich will keine Flecken. Und damit gehe ich jetzt hier unterm Kinn ein bisschen lang, ne? Konturiere mich ein bisschen, rutsche mir ein bisschen unter den Wangenknochen, einfach um mir ein bisschen Kontur zu geben für später. Da liegen nachher eh später Haare drüber, aber who cares? Soweit, so gut. Ne? Wir haben jetzt eine Bronzing-Geschichte wieder aufgebaut. Wir sehen jetzt wieder aus, als wären wir gerade vom Strand gekommen. Mir ist es aber noch zu monochrom. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Farbe. Ich habe mir 2 Blush-Produkte als Einzelprodukte gekauft. Einmal diesen Stick, das ist Blushing Charm Multistick, heißt der, in der Farbe Radiant Honey. Und dann habe ich noch so einen kleinen Topf mir geholt. Das ist aus der Desert Dune Kollektion. Die machen sie wohl jedes Frühjahr. Zum Sommer hin gibt es die Desert Dune Kollektion. Und das ist hier so ein bisschen so ein schimmeriger Ton, mauviges Terracotta Blush Something. Und den habe ich genommen. Der sieht für mich eher ein bisschen nach Sonnenbrand aus als der andere. Aber halt, das mache ich jetzt ganz soft, ne? Nicht denken, ich male mir jetzt hier wirklich einen Sonnenbrand ins Gesicht. That's not the goal. Ich nehme so eine fluffy Blush Brush und gehe mir da oben ganz leicht, der hat so eine musige, bouncige Textur, wie das gerade einige Blushes haben, ist gerade modern. Arbeite mir das auch auf dem Handrücken in den Pinsel ein. Ich will nicht zu viel Produkt, ich will wirklich auch nur so ein softly kissed von der Sonne Effekt. Und ihr seht, der hat so ein bisschen Goldreflex auch mit drin. Ich ziehe mir das über die Nase, weil mich da die Sonne ja auch treffen würde. Ihr kennt mich, Blush darf bei mir überall sein. Also ich ziehe es ein bisschen auf die Stirn, ein bisschen über die Nase, ein bisschen ins Kinn. Jetzt sehen wir schon aus, als kämen wir gerade vom Beach. Ein bisschen Glow möchte ich haben und es gibt die Catrice Soft Glam Filter Sticks. Diese hier. Das hier ist in der Farbe Medium Tan. 040 Medium Tan. Ne, das ist ein Liquid, also ein Cream Highlighter quasi in so einer Stickform. Der ist relativ dunkel, wie ihr sehen könnt, deswegen lege ich mir den auch hier oben quasi in meinen Bronzer rein. Benutze den nicht als Highlighter, nicht auf den Highpoints, sondern so ein bisschen da, wo der Bronzer auch ist. Und gehe einfach mit meiner Blush Brush dann nochmal rüber, um den ein bisschen einzuarbeiten. Dann wird das alles eins. Nice. Nehme den nochmal auf den Finger und gehe mir hier über den Armorbogen. Mag immer, wenn da ein kleines Highlight liegt. Bisschen auf den Nasenrücken. Bisschen unter die Augenbraue. So, ich habe hier den Catrice Invisible Matte Puder. Dafür nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen erstmal auf den Pinsel, ne? Und verteile mir das da, wo ich das jetzt will. Ich will natürlich nicht mich flächendeckend abpudern. Das wäre kontraproduktiv für das, was wir hier versuchen zu tun, nämlich einen Glow aufzubauen. Aber es muss genug Puder da sein, damit die Sachen da halten, wo ich sie hingelegt habe. Das heißt, ich mache mir hier ein bisschen was in meine Smile Lines.
Ne, weil da neige ich dazu, dass es irgendwann sich absetzt und creased. Da bake ich so ein bisschen, also minimal. Ich mache jetzt kein richtiges Baking, aber ich lege mehr Puder drauf, als ich normalerweise benutzen würde. So, gehe ein bisschen um die Nase rum. Ihr kennt das Spiel, ein bisschen durch die Augenbrauen, damit das nicht alles gleich wegrutscht, meine Braunprodukte. Und ansonsten, na, durch meine T-Zone kann ich nochmal auf der Stirn ein bisschen. Einfach da, wo ich weiß, dass ich super schnell specke. So. Aber den Rest lasse ich ungepudert, weil wir wollen natürlich den Glow. Als nächstes kümmern wir uns um die Brauen. Und die haben eine ganze Menge Braunprodukte bei Catrice. Und ich habe lange überlegt und hin und her probiert und ausprobiert und habe dann die zwei hier mir rausgesucht. Das ist der Catrice Slim Magic Ultra Precise. So sehen die aus. 24-Stunden-Wear versprechen sie, Waterproof versprechen sie. Die halten bei mir tatsächlich auch den ganzen Tag. Da haben sie nicht gelogen. Ich habe mir 2 Shades mitgenommen, und zwar einmal Ash Blonde und einmal Dark. Mit Ash Blonde gehe ich mir hier vorne in den Anfang meiner Braue quasi rein. Mache mir da so ein paar Härchen hin. Fülle die ein bisschen auf. Und gehe so die grundsätzliche Shape so ein bisschen nach meiner Braue. Ohne jetzt zu sehr auf Details zu achten, einfach nur so, dass quasi eine grobe Form da ist. Ich gehe jetzt mit dem dunkleren tatsächlich nur hin und definiere die Form ein bisschen noch. Und da, wo so Lücken in meiner Braue sind, bessere ich es aus. Ich habe jetzt gerade für das Anastasia Beverly Hills, für das Augenbrauenvideo, habe ich so alte Fotos von mir rausgesucht, um mal zu gucken, wie meine Brauen so aussahen, oder um euch zu zeigen, wie meine Brauen so aussahen. Und warum da jetzt so Lücken drin sind. Und schuld sind natürlich die 90er und die 2000er. Gwen Stefani, Madonna, wie sie alle hießen. Wir wollten alle diese super dünnen Pencil-Thin Brows haben. Und anstatt zu rasieren, haben wir die natürlich gezupft, weil wir irgendwie dachten, ja, wer würde denn später im Leben nicht so super dünne Brauen haben wollen? Natürlich ist das für immer dieser Look. Natürlich will ich immer so dünne Brauen haben, weil alles andere ist bäh. Ja, und jetzt sitzt man heute hier und malt sich die auf das Ursprungsvolumen zurück, weil man sich da einfach echt verschätzt hat damals. Ärgerlich. Wenn ihr die Fotos sehen wollt, die sind teilweise echt tragisch, also vor allem eins davon ist echt wirklich grauenhaft, dann könnt ihr zu dem Anastasia-Post gehen in meinem Instagram. Da ist das Video und die sind relativ am Anfang, die Fotos. And they're kind of insane. Also vor allem das eine. I will say, also ich finde, ne, die Braunprodukte sind cool, für den Preis auch geil. I will say though, also ich merke den Unterschied schon zu den Anastasia-Geschichten, nicht weil ich jetzt ein Video für die gemacht habe und die mich dafür bezahlt haben, sondern ist tatsächlich, ich habe mit den Anastasia-Dingern, das geht schneller. Es geht schneller dahin, dass sie perfekt aussehen. Hier war es jetzt echt ein bisschen Struggle und so richtig hundertprozentig zufrieden bin ich auch nicht. But it's fine. Das geht mit Anastasia fixer und es sieht besser aus. Anyway, ich habe dieses Augenbrauengel von denen gekauft. And that's a little bit insane. Also ich habe es jetzt nicht eingepackt anscheinend, habe ich es liegen lassen zu Hause. Und das Zeug ist so krass. Ich habe es mit Make-up abgeschminkt. Ich habe das Augenbrauengel fast nicht aus der Augenbraue rausgewaschen bekommen. Und man kann natürlich sagen, ja, ist geil. Hauptsache, es hält so maximal wie möglich. Mir ist es ein bisschen viel gewesen so. Ich mag, dass meine Augenbrauen in place sind, auch für den ganzen Abend. Ich mag aber nicht abends kämpfen müssen, das Zeug da wieder rauszukriegen. Wir kommen zum Auge. Ich habe jetzt die ganzen letzten Wochen diese Palette hier benutzt, wie bekloppt. Das ist die Sunglow Eye and Cheek Palette. Ihr seht, da habt ihr einen peachigen Blush, da habt ihr einen Bronzer, da habt ihr 2 matte Eyeshadows und 2 Shimmer Eyeshadows. Jetzt habe ich die nochmal in dunkler gekauft. Die gibt es in einer dunkleren Color Story auch nochmal. Da ist das hier ein Highlighter Shade. Dann haben wir so einen rotbraunen Bronzy Blush. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir hier wieder 2 matte und auch 2 Shimmer Shades. Soll offensichtlich für einen dunkleren Skin-Tone Sinn machen. So oder so kann man die auch einfach zusammen benutzen. Für die Augen will ich jetzt hier einmal den Highlighter Shade benutzen aus der Cozy Glow. Das ist die dunklere. Nehmen wir den hier, weil der matt ist. Ne, und legen uns den unter die Augenbraue ganz einfach, nur um da ein bisschen einen Lift zu bekommen. Dann bin ich mit dem Peach Shade hier, der heißt Peach Please, dieser da,
einmal so durch die Crease gerutscht, aber am oberen Ende der Crease einfach, um das ein bisschen als Transition Shade quasi, ne? Muss übrigens sagen, ihr habt super, ich hatte ja nach dem Christina Aguilera Video gefragt, dass ihr mir Vorschläge gebt für Video-Make-up-Looks, die ihr gerne sehen wollen würdet, von mir nachgeschminkt. Da waren so geile Ideen dabei. Ich gehe hier mit derselben Brush einfach in den Bronzer-Shade rein und ziehe mir den auch nochmal durch die Crease. Bisschen weniger breit gefächert wie den Peach-Ton vorher. Gehe auch unterm Auge lang. Überhaupt nicht exakt, ne? Wir haben einen großen fluffy Pinsel. Das soll alles ausgeblasen aussehen. Also blown out sagt man im Englischen, ich übersetze es nur schräg auf ausgeblasen, aber es soll nicht eng, nicht definiert, sondern einfach blown out, soft, diffus soll es aussehen. Fuck Precision in dem Fall erstmal. Normalerweise, wenn ich jetzt die letzten Tage einfach mein Make-up gemacht habe, bin ich hier mit Cinnamon oder mit Honest, mit diesen beiden matten Shades, habe ich mir dann die Crease quasi vertieft, hier so einen leichten Smoke reingelegt, habe mir dann diesen Shade hier, Curious heißt der, einfach übers Auge gelegt. Das ist so ein geiles, bronziges Braun mit so ein bisschen Reflexen drin. Habe mir das einfach so übers Auge gelegt und dann hier Golden Hour in die Inner Corner und das hat dann schon gereicht. Für den Look aber vom Event habe ich nochmal was anderes gemacht. Es gibt aus dieser Desert Dune Kollektion gibt es diese Mäuse hier. Das sind die Catrice Shimmer Eye Tints. Die gibt es in 3 Farben. Ich habe 2 davon gekauft. Der hellere interessiert mich nicht, den sie noch haben, der dritte. Das ist einmal 1001 und einmal 1003. 1001 ist so ein erstmal, wenn man ihn so auf die Haut macht, ich swatche mal hier, ist das so ein marooniges Brombeer fast, ne? So ein marooniges Braun. Und der andere ist eher so ein mauviges, kühles Graubraun. Wenn man die aber, sobald man die anfängt auszuschattieren, seht ihr, die verlieren ganz viel von ihrer Seriousness. Hier haben wir jetzt ein bisschen mehr drauf gehabt, aber auch das, wenn man das am Auge hat, puscheln die sich ganz schnell so ein. Und das ist für unsere Zwecke ganz gut. Der hier ist tatsächlich sehr nah dran an einem meiner uralten Holy Grails. Ich habe Produkte über Jahre immer wieder nachgekauft, weil ich versucht habe, an dieses eine Produkt ranzukommen, was es nicht mehr gibt. Das war ein Clinique Cream Eyeshadow. Mittlerweile macht Clinique diese Sticks. Und ich habe den hier gekauft, unter anderem, weil der Ton mehr oder weniger genau zwischen diesen beiden Shades lag. Das hier ist so ein Cream Stick und hier ist so ein Eyeshadow drin. Das ist die Farbe 6 Double Latte vom Clinique High Impact Shadow Play. Aber ja, die habe ich gekauft, weil ich versuche immer noch, wie besessen, dieses Produkt von vor 20 Jahren dafür einen Dupe zu finden, einen Ersatz zu finden, weil das so fest in meiner Make-up-Routine verbaut war, also in meinem Job-Make-up, was ich bei anderen Leuten benutzt habe. Und das hier ist honestly sehr, sehr, sehr nah dran. Ist das erste Mal seit Jahren, dass ich ein Produkt in der Hand hatte, wo ich wirklich zweimal geguckt habe und dachte, oh, okay, almost. Ich zeige euch den mal auf dem einen Auge und dann den anderen auf dem anderen und dann mischen wir die und dann sieht es wieder gleich aus. Aber ihr seht, das ist so ein ganz cooler Shadow, den man da einfach so drauf tragen kann. Ich bräuchte nicht mal einen Pinsel, ich kann das einfach mit dem Finger einklopfen. Und ihr seht, die Coverage lässt sich sehr gut ausblenden. Und dann haben wir einfach nur so eine leichte Reflexion auf dem Auge, eine ganz leichte Betonung, ohne dass es jetzt irgendwie harte Kanten hat oder irgendwas. The easiest smoke you ever put on your eye. Überhaupt nicht scary, ne? Man denkt erstmal, Farbe, aber sobald man dann mit dem Finger drüber gegangen ist, ist es eigentlich auch schon, ist es schon wieder vorbei. Der hier sieht jetzt erstmal so ein bisschen brombeerig aus, wenn man den aber auf dem Auge ausgearbeitet hat, wird er plötzlich auch bronzy. Und das ist für unsere Zwecke natürlich genau das, was wir wollen. Ne, ihr seht, die nehmen sich jetzt optisch gar nicht so wahnsinnig viel, wenn sie einmal ausgeblendet sind. Aber wir haben ja gesagt, wir mischen sie. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal mit ein bisschen Brombeere drauf und auf der anderen Seite mit ein bisschen Grau. Und dann sollten wir denselben Look haben. Dafür nehme ich jetzt mal einen Pinsel. Gehe jetzt mit der Pencil Brush hier in Cinnamon aus der Cozy Glow Palette und betone mir damit das äußere V wieder so ein bisschen mehr. Ne? Hole mir hier nochmal ein bisschen mehr Definition. Und lege mir den auf beiden Seiten auch so ein bisschen in die Wimpernlinie, aber da kommt gleich noch was Dunkleres hin.
Ziehe mir den einmal unten auch lang. Mit nur dem Rest, der auf dem Pinsel ist, da muss nichts Neues dran. Jetzt gehe ich in Curious rein mit meinem Finger. Tupfe mir den hier so oben drüber. Nicht übers ganze Lid, ne? Ich will nicht alles, was wir vorher gemacht haben, jetzt wieder verdecken. Ich will nur so ein bisschen ein Farbspiel da drin haben, dass es einfach auch leicht variiert. So. Mit einer kleinen Pencil Brush nehme ich mir hier Golden Hour, das ist dieser Highlighter Shade aus der helleren Palette, aus der Sun Glow. Leg mir den in die Inner Corner. Was ich auf jeden Fall noch gemacht habe, ist mit diesem kleinen Pinsel, mit diesem kleinen Stick hier, mit dem Aloe Vera Eyeshadow Stick in der Farbe Lavender Brown. Das ist so ein Twist-Up. Bin ich auf jeden Fall einmal noch durch die Wimpernlinie gerutscht, zumindest im äußeren Winkel hin. Ne, habe mir hier was hingelegt und das so leicht nach oben auch ausgeblendet. Bin einmal unterm Auge lang gerutscht. Habe das mit dem Finger ausgeblendet. Das ist alles idiotensicher, was wir hier machen. So, und ihr wisst ja, ne, normalerweise sage ich immer, also A, Favorite Mascara Essence, aber wir machen heute Catrice. Insofern, auch wenn es die gleiche Mutterfirma ist, müssen wir uns dran halten. Die haben eine wasserfeste Mascara, die Glam Doll False Lashes Waterproof. Die finde ich aber nicht so wahnsinnig geil, to be honest. Also die ist okay. It's an okay Mascara, aber it's not my favorite. Ich wollte gerne eine bronzige. Momentan sind ja so Burgundy Mascaras sehr beliebt. Und ich habe auch eine gefunden bei Catrice, allerdings ist die nicht waterproof. Und bei nicht waterproof bei mir immer die Gefahr, dass meine Wimpern sofort runterfallen, and they do. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Ich habe es auch zur Veranstaltung gemacht. Ich liebe den Look tatsächlich auch von so einer Burgundy Mascara. Ne, gerade wenn ihr grüne oder blaue Augen habt. So ein leichtes Rotbraun wird immer dafür sorgen, dass euer Grün oder euer Blau noch ein bisschen mehr strahlt. Und ich habe nun mal grüne Augen, insofern it's a great choice for me. Und jetzt reden wir über diese Mäuse. Das hier ist der Sun Lover Glow Bronzing Powder in der Farbe 01 Sunkissed Bronze. Und das ist für mich jetzt nicht wirklich ein Bronzer-Shade, weil er ist nicht wirklich dunkler groß als meine Haut. Er hat auch nicht viel Coverage. Er hat so ein ganz bisschen Sparkle drin. Was ich aber an dem liebe, ist genau dieses bisschen Sparkle. Ich sage ja sonst immer, ich mag nur matte Bronzer. Ich mag meine Bronzer nicht mit Sparkle. Bei dem hier liebe ich's. Weil der zaubert nochmal so ein Glow über die Haut, dass man denkt, feinporiger also es wirkt dann feinporiger als sonst. Seht ihr das? Es ist so ein ganz leichter Effekt, but it's very beautiful. Und das hier, die Catrice Glow Lights, der Glow Lights Highlighter in der Farbe Rosy Nude. It's exactly what it says. Ein Highlighter und auch ein ziemlich doller, to be honest. Da nehmen wir nicht sehr viel von. Ich nehme mir auf so eine Highlighter Brush, schlagen wir das gut ab und gehe hier nur so über die High Points. Nehme den auch nochmal auf die kleine Pencil Brush von vorhin und gehe nochmal hier über die Inner Corner Highlights. Ich hatte bei Lip Linern geschaut und war so ein bisschen, hatte eine Shade mitgenommen und mochte den nicht. Das war der Plumping Lip Liner in der Farbe Cheers to Life. Die war mir dann zu beerig, zu blöd. Dann hatte ich hier diesen hier Creamy Nudes Lip Pen in der Farbe Cinnamon Spice mitgenommen und ihr seht, no, macht gar nichts bei mir. Aber dann habe ich den hier entdeckt. Catrice Plumping Lip Liner in der Farbe Queen Vibes. Und Girl, der ist so geil. Ich schattiere mir natürlich diese Ränder wieder ein bisschen ein, ne, damit es plastischer wirkt, runder, dreidimensionaler. Sieht aus wie ein Schatten. Like a contour shade for my lips. Amazing.
Und damit es nicht so tot aussieht, wollte ich ein bisschen was Peachiges, was Aprikotmäßiges und habe mir hier den Catrice Melt and Plump in der Farbe Hypnotized genommen. Die muss man so rauspressen und dann ist das einfach ein relativ straighter Peach-Ton. Ziemlich parfümiert, ehrlich gesagt, riecht wie so ein Vape. Bitzelt so ein bisschen, weil Plumper, ne? Macht genau, was er soll. So, dann, das ist schon fast leer, wie ihr sehen könnt. Wir sind hier unten mit der Füllmenge. Das Catrice Oil Control Matte Fixing Spray. Mattiert es wirklich? Nee. Also mich zumindest nicht. Bei mir reicht es nicht für, damit es mich wirklich matt kriegt. Was es aber tatsächlich macht, ist, die Puderschichten mit den Make-up-Schichten zu verschmelzen, as it should. Ne? Das macht es ganz hübsch. Und mehr erwarte ich von dem Zeug auch nicht. So, wir sind jetzt eigentlich fertig, ne? Weil es ist, Bronzy ist drauf, Coverage ist drauf, Auge ist gemacht, Braue ist irgendwie da. It's all good, Lippe ist da. Mir ist es jetzt tatsächlich einfach noch ein bisschen zu glowy an manchen Stellen, wo ich keinen Glow haben will. Und wenn ihr euch ein bisschen im Drugstore umgeschaut habt in den letzten Monaten, Wochen, dann seid ihr vielleicht dieser Maus begegnet. Das ist der Magic Eraser, der sieht schon ein bisschen schmutzig aus, I'm sorry. Magic Eraser von Catrice, da denkt man erstmal, oh wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist quasi ein Silikon, wie eine Silikonformel. Nicht pudrig, ne? Ist wie so ein Balm, wie so ein Gelbalm. Und den kann man halt einfach so mit dem Finger rausnehmen und sich über so Zonen drüber wischen, wo es einem ein bisschen zu glänzig ist. Und dann mattiert der das und blurrt auch so ein bisschen. Und das ist natürlich ein super geiles Produkt. Und für ein paar Euro noch dazu Craziness. Ne? Der addiert keine Pudrigkeit. Ich habe versucht, das mit dem Schwämmchen hochzumachen. Ich habe versucht, das mit dem Pinsel zu benutzen. Mein favorite way is the fucking finger. Ich habe das Gefühl, ich habe am meisten Kontrolle. Guten Tag. Das hier ist das Originalprodukt, von dem das hier kopiert ist. Das ist der Ray Morris Invisible Mattifier. Das ist genau dasselbe Produkt quasi. Ein Staple in vielen, vielen, vielen Make-up-Kits von vielen Leuten. Auch schon bestimmt 15 Jahre gibt es das Ding. Ray Morris ist eine australische Make-up-Artistin, die das auf den Markt gebracht hat. Ich glaube, die hat das auch von jemandem kopiert damals. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wer es war. Ich habe es versucht herauszufinden, recherchiert, but I couldn't find it. Aber ja, das hier kostet wahrscheinlich 30 oder so, wenn man es kaufen will. Das hier kostet um die 5, nehme ich mal an. Also ja, macht nicht den Fehler, oder zeigt eures vielleicht nicht on camera, wenn das so aussieht wie meins, weil das ist natürlich nicht hübsch hier mit den Foundation-Rückständen drin, aber ich benutze es nur für mich, insofern who cares. Das passiert halt schnell. Ist aber ein geiles Produkt, gerade weil es halt keine extra Puder-Layers in euer Gesicht packt. Ne? Wenn man keinen Bock hat, super überpudert auszusehen, gerade wenn man reifere Haut auch hat, sowas hier ist super geil. Das ist jetzt quasi der Look. Ich mache mal die Haare auf. Dann können wir uns das mal angucken. Die müssen wir jetzt auch einmal kurz auf Vordermann bringen. Das hier ist einfach nur Wasser. Und weil das ja echter ist, kriegen wir die damit ganz schnell in wieder eine schöne Textur, kriegen die wieder ein bisschen gebündelt. Ich will die jetzt gar nicht richtig durchbürsten. Ich gehe da nur mit den Fingern durch. Das soll beachy aussehen und tasselt und sexy. Eben wie ich komme wirklich gerade vom Strand. Hab noch das Salzwasser in den Haaren. Holen wir uns die Locke jetzt ein bisschen zurück, die Textur. There we go. Guten Tag, guten Abend und auf Wiedersehen. So, ihr Süßen, da haben wir den fertigen Look. Wir haben jetzt hier ein bisschen uns die Haare noch schön gemacht. Nur mit ein bisschen Wasser und ein bisschen von diesem Zara Hairbalsam. Silk Room von Kiehl's hätte es auch getan. Oder ein anderer Haarbalsam, der eben nicht fest wird, wenn er trocknet, sondern so ein bisschen Flexibilität behält. Aber das ist das Geile an diesen Haaren, an diesen Human Hair Wigs. Ne? Du sprühst die ein bisschen an, knetest die ein bisschen und die kriegen halt sofort diese geile Struktur. Und ich lieb's natürlich. Sieht halt wirklich aus, als kämen wir gerade vom Beach, als hätten wir den ganzen Tag da irgendwie in der Sonne gelegen, wären kurz mal schwimmen gewesen, hätten ein paar Cocktails getrunken. Und jetzt geht's irgendwie was Leckeres essen. Ein bisschen Pulpo, ein bisschen irgendwas vom Grill. Yummy. Ihr Süßen, I'm very happy with the look. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt und ein bisschen was gelernt.
Ich will kurz noch was zu den Catrice-Produkten sagen, abschließend. Do I have favorites? Yes, all of them. Ich bin literally obsessed. Ich verstehe nicht, warum eine Marke im Drugstore zu den Preisen so eine Qualität auffahren kann. Das ist alles wirklich richtig gutes Zeug, was mit wirklich wesentlich teureren Produkten mühelos mithalten kann. Die Foundations sind so geil, die sehen so schön aus auf der Haut, die sind blurry, die muscheln sich in die Textur ein, die betonen nichts, die halten den ganzen Tag. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen zu dem Price Point. Die Concealer sind wirklich mega, der Bronzer ist toll, die Highlighter sind toll. All diese Dinge sind, zumindest die ich versucht habe für meine Zwecke, sind wirklich toll. Gibt es die besser? Yes. Gibt es die teurer besser? Auf jeden Fall. Gibt es die günstiger besser? Ich glaube honestly nicht. Ich habe noch keine günstigeren Produkte in der Hand gehabt, die das alles können, was die hier können. Und ne, Catrice und Essence kommen ja aus demselben Haus. Die haben dieselbe Mutterfirma quasi, kommen aus meiner Heimat. Und ich habe mich gefragt vorher, ich habe erst gedacht, warum hat man zwei Firmen, die mehr oder weniger dasselbe Make-up machen? Warum schafft man sich selbst eine Konkurrenz? Habe ich irgendwie nicht verstanden. Dann habe ich das Full Face of Essence gemacht. Ich blende das hier ein, das Video. Und war ja wirklich nur so mäßig begeistert von den Produkten. Also ich wollte gnädig sein, aber there was a lot of shit, honestly. Und das habe ich nicht verstanden und dachte dann, okay, dann kann ich von Catrice wahrscheinlich, ne, erwarte ich dasselbe. Und habt ihr mir aber in den Kommentaren geschrieben, nee, versuch mal Catrice, it's different. Und habe mich dann da durchgetestet und bin jetzt wirklich total begeistert, habe jetzt aber auch ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, okay, also Essence ist gedacht als die jüngere Marke für ein jüngeres Publikum. Es ist günstiger, es ist wirklich für jeden affordable. Für Leute, die sich vielleicht ein bisschen ausprobieren wollen, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, wo es auch nicht auf so Longwear-Geschichten ankommt oder auf, wie performt diese Foundation auf meiner Haut nach 20 Stunden Arbeit, sondern eben nach, ich will doll aussehen für ein Date oder ich will in der Schule was Auffälliges auf dem Auge haben oder so. Dafür sind die wohl gut, aber nee. Und Catrice war von Anfang an gedacht für jemanden, für eine Zielgruppe, die halt ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat als fast gar nichts, die eben fast einen Zehner ausgeben kann für eine gute Foundation, für eine Lidschattenpalette oder so. Und honestly, the shit is amazing. Also es war jetzt nichts dabei, wo ich dachte, ach, enttäuschend. Nichts. Nicht ein Produkt. Und ich habe wirklich, also ich habe ja heute nicht alles benutzt, ich habe die Kiste voll da unten noch, da sind ganz viele Sachen drin. Und die sind auch alle geil. Das Einzige, was ich gekauft habe, wo ich denke, okay, maybe it's just not for me, ist der Under Eye Brightener, dieser Instant Awake Brightener. Der ist aber auch halt einfach sehr, sehr hell und sehr, sehr pink. Für mich ist der zu hell, also ich brauche den nicht. Aber habe ich vielleicht einfach den falschen Shade gekauft. Ich habe hier diesen aus dieser Wonder Woman Collection, diesen Bronzing Stick gekauft. Der Shade ist nett, die Textur ist okay, brauche ich aber auch nicht. Und ich habe hier dieses Bright and Blur Loose Powder gekauft in Pink, weil ich natürlich, kommt mir schon entgegen, ihr wisst, dass ich liebe ein pinkes Puder und ich habe den ja auch schon benutzt in dem letzten Video, in dem Christina-Video. Und ich mag den. Einzige, was ich in dem nicht mag, ist, dass der einen leichten Schimmer hat, einen leichten Glow. Nicht schlimm, nicht so, dass er Sachen betont, ungünstig, aber ich hätte ihn ein bisschen matter geiler gefunden. Still, great Powder. Great Powder. Ich benutze ihn die ganze Zeit. Auch da ist nichts dran zu sagen. Ne? Ich habe mich noch so ein bisschen weiter umgeschaut. Jetzt habe ich überall diesen Puder, meine Güte. Ein bisschen weiter umgeschaut, ein bisschen durchprobiert. Ach, hier ist die Augenbraue. Guck mal. Das ist die ich meinte. Diese Superglue-Braue. Die ist halt wirklich Superglue. Also wenn ich damit jetzt durch meine braunen Haare zweimal durchgehe, einmal ist okay. Also ne, ich kann sie jetzt einmal in Richtung bürsten. Das kriege ich heute Abend rausgewaschen. Aber ich hatte halt, als ich die das erste Mal benutzt habe, habe ich die halt, wie man halt so Braugel benutzt, erst nach unten alles richtig, jedes Haar richtig eincoaten. Nicht coaten, eincoaten. Und bin dann halt, habe sie erst nach unten gebürstet und dann nach oben. Und diese doppelte Schicht, das war echt hart rauszuwaschen. Aber eine Schicht ist echt in Ordnung und ihr seht, die macht auch genau, was sie soll. Die Haare gehen alle total mit. Die folgen, weil das ist wie Kleber. Könnte wahrscheinlich sogar Drag damit machen und sich die Augenbrauen abkleben, wenn man es drauf anlegt, wenn man müsste. Ich hatte mir dann noch diese Tiny Treasures Eyeshadow Palette gekauft. Tut auch nicht weh, macht was sie soll, kostet ein paar Euro, performt gut. Ich hatte diesen
Grip to Last Eyeshadow Primer gekauft. Den habe ich jetzt erst zweimal versucht. Hatte ich aber auch das Gefühl, dass der macht, was er soll. Bei dem müsste ich vielleicht nochmal genauer testen. Dann habe ich die zwei hier zusammen gekauft, weil ich dachte, da könnte man so einen extremeren Look mitschminken. Ich wusste ja nicht, dass mein Full Face of Catrice Make-up tatsächlich dieser Look wird. Als ich das erste Mal einkaufen war, die sind aus dieser Space Glam Kollektion. Das hier ist so ein Liquid Liner in so einem Duochrome Grün mit so einem Goldshift. Und das Ganze gibt es eben auch nochmal als gepressten Eyeshadow. Und guckt mal, auch das hier, mach den mal direkt daneben. Das ist vom Color Payoff her und vom Effekt her crazy. Der kostet 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, I don't know. Guck mal. Crazy. Das ist richtig, richtig guter Eyeshadow, richtig guter Liquid Liner. That's good shit für das Geld. Also ja, ich bin total dankbar, dass ihr mich dazu gebracht habt, tatsächlich Catrice noch eine Chance zu geben, weil ich wirklich total begeistert bin und nicht so richtig verstehen kann, wie sie das machen, für das wenige Geld so eine Produkte rauszuhauen. Die habe ich auch noch gekauft, Catrice Maxim Giacomo. Das ist auch ein junger Mensch, der YouTube, TikTok, was auch immer macht und ganz viele Catrice-Produkte vorstellt. Der hat mit denen so eine Collab gemacht. Die Palette sieht auch, also es ist nicht meine Color Story. Ich brauche die wenigsten Shades hiervon, würde ich jetzt tatsächlich auch benutzen, weil es einfach nicht meine sind. Aber auch super schöne Qualität, super schöne Shadows. Kostet, glaube ich, 13 Euro oder so. Kann man echt alles kaufen. Also ja, wir sind am Ende angekommen, ihr Süßen. That's the final look. So bin ich rumgelaufen. So sah ich aus. Leute haben es geliebt. So, ihr Süßen. Video vorbei, Look fertig. Ich danke euch. Und ihr kennt das Spiel, liken, teilen, kommentieren. Bitte geht zu meinem Instagram-Profil. Bitte findet den Anastasia-Post. Bitte kommentiert da. Wie gesagt, ihr könnt schicke Sachen gewinnen, nämlich diese Goodie-Bag mit den Anastasia-Paletten drin, mit den 4 Paletten drin. Der And Just Like That Sonnenbrille und den paar Goodies, die da sonst noch so drin sind. So, yes. Ich sehe euch in der nächsten Woche wieder. Nächsten Sonntag gibt es das nächste Video. Ich weiß noch nicht, was wir machen. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr Catrice-Produkte habt, die ich unbedingt noch ausprobieren soll, die eure Favorites sind, die super gut sind, schreibt mir die bitte auch da unten rein. Oder wenn ihr eine andere Brand habt, wo ihr sagt, macht doch mal ein ganzes Gesicht mit den Produkten. Lasst mich das gerne wissen. Und dann mache ich das für euch. Ne? Juti, ihr Süßen. In diesem Sinne, Nachti.